Breaking News, es gibt jetzt ein Land in Lateinamerika, das dir sofort bei Ankunft in diesem Land einen Reisepass gibt. Und was das genau bedeutet und wann man damit genau rechnen kann, darüber spreche ich heute mal mit meinem Kollegen Harley, der ja bei uns im Hause für Lateinamerika zuständig ist. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Lateinamerika beschäftigst, wenn du dort gerne Aufenthaltstitel haben möchtest, als Teil deines Plan B zum Beispiel, wenn du dorthin auswandern möchtest, dann können wir dich dabei natürlich umfassend unterstützen. Wir sind dort in etlichen Ländern Lateinamerikas aktiv. Eine Beschreibung zu unserem Serviceangebot findest du auf unserer Webseite. Link dazu packen wir in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wenn du wirklich vorhast, dort in Lateinamerika tätig zu werden oder eben, weil dir alles hier langsam unheimlich wird, Lateinamerika als Teil deines Plan B siehst, dann kannst du gerne kostenlos bei uns eine Potenzialanalyse anfordern auf unserer Webseite oder natürlich auch ein Beratungsgespräch mit Harley buchen. Wie gesagt, Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Also, jetzt, Harley. Spannende Nachrichten, sowas hört man natürlich nicht oft, dass man dort sofort einen Pass bekommt in einem Land. Jetzt sag doch zuerst mal, um welches Land es sich hier handelt. Panama! Panama, also ein Land, das ja auch bei vielen Deutschen sehr beliebt ist als Auswanderungsland. Viele unserer Landen wohnen schon in Panama. Faszinierend, dass man jetzt dort in Panama einen Pass bekommen soll. Erzähl doch mal, Harley, was es damit auf sich hat. Das ist angekündigt, noch nicht wirklich real verfügbar, aber soll in Kürze kommen. Seine amerikanische Pünktlichkeit, schauen wir mal, wie schnell das geht, aber es ist angekündigt und ein Pass genauso, wie wir den kennen, in Papierformat zum Aufklappen und so weiter. Und er dient als Reisedokument, nicht wirklich als Staatsbürgerschaft in Panama, weil das ist nicht so ganz easy, die zu bekommen, aber es ist eben einfach ein Passdokument und super interessant. Also ich will so ein Ding auf jeden Fall haben. Ja. Also Moment, ich muss dich natürlich unterbrechen. Also du sagst, es ist ein vollwertiger panamesischer Pass, aber ich habe nicht die panamesische Staatsbürgerschaft, weil ja, wie wir wissen, da muss ich ein paar Jahre warten, bis ich die bekomme. Was für eine Staatsbürgerschaft steht denn dann in dem Pass drin? Na, die du zugrunde legst. Also je nachdem, was du für eine Staatsbürgerschaft hast. Wenn ich deutscher Staatsbürger bin, steht natürlich Deutschland drin. Wenn ich amerikanischer Staatsbürger bin, steht Amerika drin. Aha, das heißt, ich habe also einen Pass aus Panama, aber in dem Pass aus Panama steht dann nicht drin, dass ich panamesischer Staatsbürger bin, sondern steht dort meine eigentliche Staatsbürgerschaft drin, mit der ich eben den Pass beantrage. Und wenn ich jetzt zum Beispiel schon einen anderen Pass habe, den ich erworben habe, zum Beispiel per Investment, ich sage jetzt mal zum Beispiel Sierra Leone oder auch Vanuatu, könnte ich demnach auch diesen Pass dann letztlich verwenden, um diesen Pass in Panama zu beantragen. Genau, so sieht es aus. Und das ist ja spannend. Wir haben ja viele Mandanten, die haben einen Zweitpass, einen Drittpass, einen Viertpass, ja, teilweise auch mit unterschiedlichen Namen. Es gibt ja Länder, wo man eben auch seinen Namen verändern kann. Und dann kann ich in Panama mir diesen Pass beantragen, organisieren. Wir unterstützen dabei natürlich gern, begleiten. Und dann steht da eben nicht mein deutscher Name drin. In meinem Fall würde dann eben nicht Harley Dirk Bieder da stehen, sondern würde dann eben einfach der Name stehen. Wenn ich jetzt einen Pass aus Vanuatu habe und da steht drin, keine Ahnung, Max Müller, dann bin ich in dem panamesischen Pass dann eben einfach Max Müller aus Vanuatu. Weil man eben, wenn man jetzt einen Zweitpass beantragen kann, Citizenship Investment, kann man natürlich auch gleichzeitig seinen Namen dann ändern und muss dann nicht mehr den deutschen Namen haben, sondern ich kann eben dann Max Müller sein oder Otto von Liechtenstein oder was auch immer mir dann gefällt und mit dem Namen würde ich dann auch in diesem panamesischen Pass dann tatsächlich auftauchen. Also das heißt, dieser panamesische Pass, das ist im Grunde keine Staatsbürgerschaft per Investition, kein Citizenship per Investment, sondern es ist letztlich ein ganz einzigartiger Status und ein ganz einzigartiger Pass, den es ja so ohne weiteres nicht gibt. Ist natürlich eine gute Frage, für was ein solcher Pass dann eigentlich hilfreich wäre, wenn ich damit nicht die Staatsbürgerschaft habe. Also warum empfehlen wir unseren Mandanten einen solchen Pass? Warum ist ein solcher Pass eigentlich sinnvoll? Ja, das ist recht simpel. Viele unserer Mandanten haben ja Bedenken hinsichtlich der Wehrpflicht, ja, wenn sie in dem Alter sind oder die Kinder vielleicht sogar in dem Alter sind, dass sie Gefahr laufen, in den
Krisenfall oder Kriegsfall sogar, dann hier nicht mehr das Land verlassen zu können. Aufgrund des deutschen Passgesetzes ist es ja so, dass dein Pass entwertet werden kann. Und dann könntest du hier das Land nicht mehr verlassen. Darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen, der Pass kann entwertet werden. Was sind denn Gründe, wo der deutsche Pass im Grunde genommen entwertet werden kann? Man muss ja dazu sagen, natürlich, also da geht es nicht darum, dass die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen wird, das geht nicht, aber der Staat will dich halt immobilisieren. Der Staat will, dass du letztlich gezwungen wirst, nach Deutschland zurückzukommen, dass du nicht mal reisen kannst. Was sind denn zum Beispiel Gründe, warum der deutsche Pass entwertet werden kann oder auch die Ausstellung eines neuen deutschen Passes verweigert wird? Wir haben das ja in anderen Ländern schon gesehen, wie zum Beispiel in der Ukraine. Wenn ein E-Fall eintritt, wird dann sowas gern benutzt, um eben die Deutschen wieder zurückzuholen. Ja? Wenn du dich im Ausland befindest und dein Reisepass wird entwertet, kannst du nicht mehr reisen. Ja? Bist du gezwungen, dann nach Deutschland wieder zurückzukommen, dir einen neuen Pass ausstellen zu lassen, zum Beispiel. Oder es gibt ja auch den Fall, dass das deutsche Finanzamt der Meinung ist, du müsstest noch irgendwas bezahlen. Du hättest irgendwie Schulden dort. Es muss ja gar nicht so sein. Aber möglicherweise gibt es da irgendeine Streitigkeit eben seitens des Finanzamtes oder dein Steuerberater. Und dann wird dir eben möglicherweise auch dein deutscher Pass entwertet. Und es bedeutet nicht, dass du die Staatsbürgerschaft verlierst, aber du bist nicht mehr in der Lage zu reisen. Ohne Pass oder mit einem entwerteten Pass wird es verdammt schwierig. Und dann macht es Sinn, einen zweiten Pass zu haben, zum Beispiel den panamesischen. Da steht dann zwar drin, du bist deutscher Staatsbürger oder eben irgendein anderer Staatsbürger aus Vanuatu, Sierra Leone, Amerika, was weiß ich woher. Wurscht, aber du hast ein Reisedokument, mit dem du eben einfach reisen kannst. Und das ist extrem wichtig, um flexibel zu bleiben im E-Fall. Eben, du hast ja schon angesprochen, das Beispiel der Ukraine ja genannt. Also wenn du jetzt dich, sag ich mal, aus Deutschland entfernst, wenn du schon mal aus Deutschland auswanderst und eine Wehrpflicht würde wieder eingeführt werden, dann kann man ja auch als Mann letztlich Deutschland nur dann verlassen mit Erlaubnis der Bundeswehr. Und eben auch dann könnte der Pass dir entzogen werden, beziehungsweise eben entwertet werden. Und auch da wäre natürlich dann so ein Pass aus Panama jetzt entsprechend hilfreich, denn der Pass aus Panama, der ist ja ziemlich gut, also der hat ein ziemlich gutes Ranking auch. Da kann man schon in ziemlich viele Länder eigentlich visumsfrei einreisen. Jetzt natürlich die große Frage, wer bekommt diesen Pass, also wer bekommt dieses Reisedokument? Also du hast ja schon angesprochen, momentan ist er ja noch nicht zur Verfügung. Es wurde irgendwann Ende 2025 angekündigt. Ich hatte jetzt ja extra nochmal den Anwalt in Panama gefragt gestern, der hat gesagt, der ist noch nicht zur Verfügung. Was sind denn die Bedingungen, damit ich diesen Pass bekomme? Es wird ja nicht jeder Rentner, der nach Panama zieht, den Pass bekommen. Also welches Visum, welchen Aufenthaltsvisum brauche ich dafür, damit ich diesen Pass bekomme? Ja, also ein Qualified Investor Visum musst du beantragen und dann kannst du sofort einsteigen und hast das Recht auf diesen Pass, auf diesen Reisepass. Und die Bedingungen sind also 300.000 zu investieren in Immobilien oder 500.000 in Staatsanleihen oder 750.000 in Festgeld, sorry. Und wenn du das investierst, bist du sofort im Rennen. So, und anders als bei diesem Friendly Nations Visum hast du sofort den Aufenthaltstitel dauerhaft und der kann ja auch nicht mehr weggenommen werden. Das heißt, du sparst dir im Grunde genommen 2 Jahre Zeit, die du ja ansonsten zunächst mal Temporary Resident bist. Du hast sofort den unbeschränkten Aufenthaltstitel. Und das heißt ja dann auch letztlich, dass du nach 5 Jahren, anstatt nach 7 Jahren, sofort die Staatsbürgerschaft in Panama beantragen kannst. Genau. Absolut, so ist es. Und vor allem bei diesem Friendly Nation Visum musst du ja eben auch verschiedene Bedingungen erfüllen. Das ist ja doch auch eine Investition von $200.000, die man in Immobilien investieren kann. Und ich glaube, es gab noch 2, 3 andere Möglichkeiten. Auf jeden Fall musst du es trotzdem investieren und du hast dann eben über 2 Jahre lang einfach die Residency und hast aber eben diese Wartezeit. Ja. Und das muss man einfach mal abwägen. Zahle ich jetzt dann vielleicht anstelle von 200.000 lieber 100.000 mehr, 300.000? Wir haben ja mal dann, wo das möglich ist, ohne Schwierigkeiten. Und ersparen mir dann eben einfach diesen 2 Jahre Wartezeit. Das ist für viele Menschen ja super interessant, gerade wenn es eng wird in Europa, genau, in Deutschland. So, vielleicht noch zu der Einbürgerung noch 2 Fragen. Harley, wie lange dauert so der Einbürgerungsprozess? Wir haben gesagt, nach 5 Jahren kann ich den Pass beantragen. Wie lange muss ich dann rechnen, dass das Ganze dauert? Naja, die ganzen latein- und südamerikanischen Länder sind ja nicht die schnellsten. Ja, also 2 Jahre Bearbeitungsdauer hat man an der Backe. Das ist einfach so. Vorteil, ich brauche nicht zwingend in diesem Interview da fließend Spanisch zu sprechen. Es gibt zwar
ein paar Fragen zum Land. Die wollen natürlich checken, bist du einigermaßen integriert und so weiter. Und die paar Fragen, die kann man aber, ich sag mal, das kriegt man hin. Das kann man trainieren, kann man dann in Spanisch beantworten, fertig ist. In anderen Ländern ist das ein Zacken härter. Dann brauchst du wirklich fließende Spanischkenntnisse, ne? Weil es ein richtiges Interview ist und die löchern dich und bla bla bla. Das ist dort einfach. Und vielleicht noch als Einschub hinten dran, es ist einfach auch ein wunderschönes Land. Also meine Nummer 2. Ich habe es in anderen Videos ja schon gesagt, Costa Rica meine Nummer 1, Panama Nummer 2, also wirklich unbeschreiblich schön. Schaut einfach mal unsere Videos an zu diesem Land oder googelt einfach mal oder grockt oder wie auch immer. Schaut euch die Bilder an, schaut euch die Videos an. Es ist ein unbeschreiblich schönes Land mit schöner Natur, eben nicht nur ein Steuerparadies, nicht nur leicht mit der Einwanderung, nicht nur ein leichtes Wasser, sondern es ist eben wirklich einfach, ja, geht einem das Herz auf. Ja, da stehen Palmbrunnen und das kristallklares Wasser, weiße Sandstrände teilweise, nicht überall, teilweise eben auch Felsen und Lavagestein, aber einfach unbeschreiblich schön, muss man so sagen. Gut, wunderbar, sehr interessant. Also, wenn auch du dich für den panamesischen Reisepass interessierst, wenn er dann herauskommen wird, dann trag dich am besten in unsere E-Mail-Liste ein. Wir posten den Link dazu in die Beschreibung dieses Videos. Sobald dieser Reisepass dann verfügbar ist, lassen wir es dann alle auf der E-Mail-Liste wissen. Das heißt, wenn du dich dort einträgst, wirst du das nicht verpassen. Wie gesagt, Panama ein sehr interessantes Land, auch als Plan B wirklich, denn Panama ist dann wirklich eins der Länder, was praktisch keine Anwesenheit erfordert. Viele lateinamerikanische Länder erfordern ja, dass du wirklich dort lebst, damit du letztlich die Residence, also den Aufenthaltstitel, nicht verlierst. Bei Panama ist das nicht so. Deswegen ist Panama hervorragend für einen Plan B geeignet, steuerlich natürlich hochattraktiv, hat territoriales Steuersystem, keine Steuern für Einkünfte, die nichts mit Panama zu tun haben. Wenn das alles Themen sind, die dich interessieren, dann würde ich dich natürlich gerne auf diesem Weg begleiten. Wir können dir helfen, dich in Panama zu etablieren und natürlich auch in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern. Ich sage es nochmal, Details dazu auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung dieses Videos. Bei Fragen buch ein Gespräch mit Harley, der sich zu diesen Themen sehr gut auskennt. Wir würden uns freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.